Bei Verwendung von Stromzähler bzw. Smartmeter in Verbindung mit Zählersteckklemmen muss man Stromzähler vorgängig mit Zählerstift bestücken. Dabei ist wichtig, dass der Prozess schnell und fehlerfrei abläuft. Wir zeigen jetzt die 3 üblichsten Varianten, wie das heute gemacht wird. Schon am längsten setzt man sogenannte Stiftmontagelehren ein. Da muss man vorgängig 7 Stifte in die Öffnungen einschieben, die Öffnungen entsprechend dem genormten Abstand auf der Stromzählerseite. Wenn das bestückt ist, werden die auf der Netzanschlussseite vom Zähler eingefügt. Dann werden 7 Schrauben angezogen. Der häufigste Fehler beim Anziehen von diesen Schrauben ist, dass man eine vergisst anzuziehen. Wir demonstrieren das, indem wir absichtlich jetzt hier die letzte Schraube nicht anziehen. Am Schluss wird die Montagelehre abgezogen. Wir sehen jetzt hier anhand vom Vergessen vom Anziehen von dieser Schraube, dass da der Stift nicht hebt und der kommt raus beim Abziehen. Also ein Vorteil von dieser Variante. Wir montieren jetzt noch definitiv montieren. Wenn wir alle Schrauben angezogen haben, ist jetzt der Zähler fertig konfektioniert für Montage in der Zählersteckklemme. Später sind sogenannte Stiftsätze auf den Markt gekommen. Die haben den Vorteil, dass die schon fertig konfektioniert sind, die Stifte, auf einem Kunststoffsteg und das aufwendige Bestücken von der Stiftmontagelehre entfällt. Jetzt zeigen wir die Montage von dem Stiftsatz. Da schiebt man analog von vorkonfektionierten Stift mit der Stiftmontagelehre auch in den Zähler ein und zieht dann die 7 Schrauben an. Wir zeigen auch hier wieder den häufigsten Fehler, das Vergessen, das Anziehen von einer Schraube. Durch den verbundenen Steg hebt auch der nicht angezogene Stift und man merkt nicht, wenn man den Zähler montiert in der Steckklemme. Also ganz klar ein Nachteil für den Stiftsatz. Wir sind dann angegangen und haben probiert, alle Vorteile der bestehenden Varianten zu kombinieren in dem Eweco Stiftmagazin. In dem Stiftmagazin sind die 7 Stifte schon vorkonfektioniert, wie schon im Stiftsatz, im korrekten Abstand für den Stromzähler. Wie wird das montiert? Man klappt das Deckel ab da und geht dann auch bei der Netzanschlussseite in den Zähler rein und tut die 7 Schrauben anziehen. Wir demonstrieren auch hier wieder eine gelöste Schraube, um das zu zeigen, wenn man eine Schraube vergisst anzuziehen. Wir ziehen den nicht angezogenen Stift raus. Das bietet also sehr viel Sicherheit gegen den Fehler. Korrekt montiert, mit allen Schrauben angezogen, sieht dann das so aus. Der Zähler ist fertig konfektioniert für die Zählersteckklemme. Wenn man das Stiftmagazin wieder verwenden will, steckt man das auf den Zähler, den man entfernen will, löst die 7 Schrauben, zieht das Stiftmagazin ab, schließt den Deckel und das Stiftmagazin ist wieder einsatzfähig, wiederverwendbar für den nächsten Zählerwechsel.